einfach anfangen, wirklich meine Dankbarkeit auszudrücken für eure Unterstützung, für eure Liebe. Ich bin, wie gesagt, von Thorsten bin ich 92 im Oktober Christ geworden. Damals war ich ein Student, Stipendiaten, wurde aus Kamerun geschickt. Ich wohne zwar jetzt in Nigeria und meine Mutter ist ursprünglich aus Nigeria, aber ich bin in Kamerun geboren. Mein Vater lebt nicht mehr, aber er war aus Kamerun, bin da geboren und bin 1990 nach Deutschland gekommen, um zu studieren, Elektrotechnik. Habe dann angefangen, Deutsch erstmal zu lernen. Es war nicht einfach. Und am Bodensee habe ich Deutsch gelernt, Radolzell, eine kleine Stadt in der Nähe von Konstanz. War ich da 7 Monate lang, habe ich da Deutsch gelernt. Und danach bin ich dann nach Köln. Die Franzosen sagen Cologne, auf Deutsch Köln. Oh, Klaus, bist du aus Köln, Klaus? Oh, toll, wunderbar. Ich kann sehen. Köln habe ich total gern gehabt. Ich habe in einem Studentenwohnheim in Epheser gewohnt. Epheser ist so unterwegs nach Bonn, vielleicht 30 Minuten oder vielleicht 40 Minuten bist du schon in Bonn. Und dann danach ist Aachen. Da habe ich ein Praktikum abgemacht in Köln und auch, also 2 Monate in Köln, 1 Monat in Aachen, dreieckige Stadt, sagt man, oder? Und dann bin endlich nach Berlin gekommen. Das war Oktober 91. Bin ich nach Berlin gekommen, um an der TU Elektrotechnik zu studieren. Habe im Steglitz gewohnt, dieses Wohnheim, im Steglitz, Studentenwohnheim, Rathaus Steglitz, da unten. Und später war ich im Tiergarten, konnte ich zu TU einfach zu Fuß laufen. Aber ich bin im Krankenhaus Christi geworden, weil ich Krebs hatte. Und ich hatte nur ein paar Monate studiert an der TU. Und dann kam diese Krankheit. Und es war Krebs im Knochenmark, Krebs in den Nieren und auch in der Leber. Aber hauptsächlich war wie eine Leukämie sagt man so. Und habe die ganze Behandlung mit Chemotherapie bekommen. Und 7 Monate später, als ich im Krankenhaus war, 6 oder 7 Monate später, habe ich Dr. Michael Königsmann kennengelernt. Er sollte die ganze Behandlung, es hat nicht so gut geklappt, die ersten 6 Monate. Man musste diese Transplantation machen und er ist Spezialist davon und er ist dann gekommen, um mich vorzubereiten. Und in der Zeit hatte ich wirklich angefangen, nach vielen Fragen, also Antworten von vielen Fragen zu suchen. Und habe viel gelesen von verschiedenen Religionen. Ursprünglich bin ich katholisch, aber dann Gott hat ihn wirklich benutzt. Und dieser Bibelkreis von damals mit dem, ich habe sogar hier meine Luther-Bibel, Luther-Übersetzung, habe ich als Geschenk von meiner Familiengruppe, das war 12. Dezember 92 von meiner Familiengruppe, als Geschenk, Namen wie Michael Königsmann, Cornelia, Chris, Karin, Dieter, Michael Nagel, Eva, Anita, Tina, jetzt Swanson, Maureen, Thomas, Birgit, Rosie, Willie Johnson. Das war so meine Familiengruppe von damals. Und diese Bibel habe ich seit fast 28 Jahren, meine Luther-Bibel. Benutze ich nicht oft, kaum, aber jetzt sollte ich das rausholen aus der Bibliothek. Und ja, so bin ich Christ geworden im Krankenhaus. Es war unglaublich, ich wurde getauft, 1. Oktober. Das ist auch den gleichen Tag, wo Frohmut, damals klein, getauft wurde. Aber sie war meine ältere Schwester,
3 Jahre älter als ich im Glauben, 1. Oktober immer noch. Aber dann, ich bin nur zu Gottesdienst 3 Monate später gekommen, weil die Behandlung immer noch, also ich war immer noch im Krankenhaus, wurde da getauft. Ich habe sogar Matti Wooten vor 2 Monaten getroffen in einer Konferenz von Lehrer in die USA, habe Matti Wooten getroffen. Es war unglaublich, weil er hat mit mir die Kosten damals überschlagen und es hat mich so viel Freude gegeben, einfach ihn wieder zu treffen. Wir haben sogar ein Foto aufgenommen zusammen. Und die sind so meine Geschichte, wie ich Christ geworden bin. Und dann bin ich in Berlin 2 Jahre geblieben als Christ. Das war 92. Ich bin 94 dann auf Mission nach Elfenbeinküste hingegangen, weil es da eine Gemeinde sollte in Kamerun gegründet werden, aber es sollte aus Elfenbeinküste soll ein Missionsteam nach Kamerun geschickt werden. Und ich bin losgegangen, um einfach ein Teil von diesem Missionsteam zu sein. Und so bin ich seit Oktober 94 in Afrika. Die sind schon, was weiß ich, 26 Jahre. Bin ein paar Mal zu Besuch gekommen nach Berlin, 98, 2006 und dann 2013 war ich da unterwegs nach Athens für eine Bibelstudie und dann das letzte Mal war ich da mit meiner Frau, wie gesagt, habe bei den Dunkels gelebt oder übernachtet. Das war 2015. Das ist so ein bisschen so meine Geschichte insgesamt. Und es ist wirklich eine große Gelegenheit. Ich war ein bisschen unsicher. Ich habe mit Thorsten viel geredet in den letzten Monaten und besonders in den letzten Wochen. Und er hat mich immer ermutigt, Gilbert, mach dir keine Sorgen, dein Deutsch ist gut. Aber ich war ziemlich unsicher. Also, ich hoffe, dass es klappt. Ich hoffe, dass Sie das verstehen werden. Das erste Video war ein bisschen anstrengend. Eigentlich hatte ich ein erstes Video gemacht und mein Handy ist runtergefallen und den Schirm gebrochen und ich musste nochmal gemacht. Es war ein bisschen Stress dabei, aber ich freue mich total, dass das alles geklappt hat und dass wir heute diese Zeit verbringen können. Und, das ist so ein bisschen so von meiner Geschichte. Ich bin damals einfach von Berlin gegangen, weil ich so viele Liebe bekommen hatte. Und würde ich, wie sagt man auf Deutsch, explodieren oder was weiß ich. Ich musste einfach hingehen und weitergeben. Ich habe so viel Liebe in 2 Jahren habe ich noch nie bekommen. Und bis heute wissen die Geschwister um mich herum, Abidjan, wo ich 10 Jahre gedient habe, Kamerun, vielleicht insgesamt 4 oder 5 Jahre in Kamerun und jetzt bin ich in Nigeria seit fast 10 Jahren. Also die Geschwister wissen, dass ich so immer mit Deutschland sehr verbunden bin und vielen Dank nochmal für eure Unterstützung. Und, ich werde dann, ich bin sicher, dass ich noch viel mehr zu erzählen habe, aber ich werde dann hier, wenn das okay ist, mein Bildschirm hier mit euch mitteilen. Und dann können wir unsere Epheserbrief weitermachen. Ist das okay, dass ich jetzt anfange mit der Epheser? Toll, vielen Dank. Okay. Oh, bitte ein paar Sekunden mit der Technologie hier, mein Schirm mit euch mitzuteilen. Try an error here. Okay, toll. Es kommt schon. Gott sei Dank, es klappt ziemlich gut heute mit der Technologie. Ich habe vor 2 Wochen war ich mit der Gemeinde in Paris und letzte Woche war die Gemeinde in Brüssel. Mit Paris hatten wir einige Schwierigkeiten gehabt mit Technologie. Habe eine Lösung gefunden. Könnt ihr meinen Schirm sehen, bitte? Hallo? Klappt hervorragend.
Los geht's. Toll. Okay. Und könnt ihr mich auch sehen? Hallo? Ja, Okay. wir können. Toll. Toll. Also, wir haben eigentlich, wie gesagt, zwei Videos schon. Habe ich ein erstes Video, das war Philippa-Brief, und dann ein zweites Video war so die ersten 3 Kapitel von die Epheser-Brief. Ich habe ein bisschen von Hintergrund erzählt, und dann haben wir diesen ersten Teil von diesem Epheser-Brief haben wir durch das Video gemacht, und heute sollen wir diesen zweiten Teil. Erste Teil war die ersten 3 Kapitel, und dieser zweite Teil wird die letzten 3 Kapitel sein, Kapitel 4, 5 und 6. Aber ich wollte für die, die nicht da waren, die vielleicht diese 2 Videos nicht angeguckt haben oder das zweite Video von Epheserbrief nicht gesehen haben, ich wollte einfach schnell so ein bisschen so wie sagt man, Summary, insgesamt eine Idee davon geben, was wir so besprochen haben von diesen 2 Videos. Besonders das zweite von Epheserbrief. Das ist ein Bild von meiner Frau und ich, haben wir vor 5 Jahren in München. Da hatten wir Ried und Tina Swanson besucht, und da haben wir dieses Bild, ich denke, das war so die Olympiastadion von 72, so in der Gegend haben wir dieses Bild da aufgenommen. Und das ist unser Sohn, ihr habt ihn schon gesehen, Josef, jetzt 19 Monate alt. Er ist total lieb, er fühlt uns sehr gesegnet mit ihm. Und ich habe von ihm auch ein bisschen gesprochen. So, Hintergrund, es ist immer wichtig, dass wenn man anfängt, so ein Buch in der Bibel zu studieren, dass man ein bisschen so den Hintergrund und Überblick von dem Brief hat. Sonst, wenn man direkt hier reingeht, dann gibt es eine große Gefahr, dass man diese Interpretation, dass man es anders versteht als gemeint. Es ist immer wichtig, dass man damit anfängt. Manchmal denkt man, ist das wirklich nötig? Braucht man das wirklich? Aber wir werden sehen, vielleicht mit Epheser und besonders auch mit Philippa, wenn ich das Video für morgen vorbereiten werde, werdet ihr sehen, wie wichtig dieser Hintergrund ist, damit man den Inhalt besser versteht. Apostelgeschichte 13 und 14 spricht von der ersten Missionsreise von Paulus. Und darum geht es nicht heute, aber zweiter Teil, Apostelgeschichte 15, 16, 17 und 18, sehen wir diese zweite Missionsreise. Und es ist wichtig, weil diese Epheser-Gemeinde ist da entstanden, Apostelgeschichte 18, aber er war nur kurz in Ephesus, wie ich das erwähnt habe auf das Video, aber Priscilla und Aquila sind geblieben, er hat die Gemeinde gegründet, ist weitergegangen, wie oft das immer wirklich mit Bewegung hin und her, Paulus. Aber dann ist er zurückgekommen in Kapitel 19 und ist 3 Jahre lang mit dieser Gemeinde geblieben. Das war seine 3. Missionsreise, als er zurückgekommen ist. Geografie ist sehr wichtig, wenn man Hintergrund ausstudiert. Deswegen. Und dann, viele Jahre später, vielleicht 20 Jahre ungefähr oder so später, schreibt er vom Gefängnis, und wie wir gesehen haben, hat er Epheser, Philippa, Kolosser und Philemon, alle hat er vom Gefängnis in Rom geschrieben. Das haben wir schon gesehen auf das Video. Wie gesagt, ich gehe ein bisschen schnell hier. Und hier habe ich ein Bild, wo ich die Gelegenheit hatte, 2013, einige von dieser Gemeinde, die Paulus so gegründet hat, habe ich die Gelegenheit gehabt,
Und Andreas und seine Frau, sie waren dabei, wir waren alle zusammen. Ich bin erstmal nach Berlin gekommen und dann nach Athens, Korinther, haben wir in Griechenland diese Orte besucht und dann sind wir in die Türkei, aber unterwegs zwischen Griechenland und Türkei waren wir auf Patmos, diese Insel, wo Johannes die Offenbarung bekommen hat. Es war unglaublich. Und dann sind wir nach Epheser gegangen und haben die anderen Sitten oder Orten besucht. Laodicea, Kolosse, Miletus und so weiter. Es war unglaublich. Einfach zu sehen, dass unser Glaube ist nicht ein, wie sagt man, ein Mythos, es ist wirklich die Geschichte unterstützt, was wir glauben. Ich war sehr gestärkt, einfach zu sehen, dass was ich in der Bibel viele Jahre gelesen und geglaubt habe, dass das wirklich passiert ist. Und die Geschichte hat so viele Beweise davon. Das hat meine Glauben wirklich gestärkt. Und wir waren eine Gruppe von ungefähr 95 Leute aus 17 Nationen, Geschwistern von überall in der Welt. Ich war die Einzige aus Afrika, hat Afrika übertreten sozusagen. Aber das war ein Besuch von Griechenland und Türkei. Hier war die St. Mary Church, die Kirche von Maria in Ephesus. Da haben wir dieses Bild aufgenommen. Andreas kann viel davon erzählen. Und ihr könnt sehen, ein Bild von Andreas unten links. Neue Freundschaften wurden aufgebaut und habe Andreas nochmal gesehen. Da unten rechts ist ein Bruder Christian aus Paris, Geschwister aus China, aus den USA, aus Kolumbien. Unglaublich. Und hier sind Bilder, die ich in Ephesus aufgenommen habe. Vor 2 Jahren waren wir, fast 3 Jahre eigentlich, waren wir in Israel, meine Frau und ich. Aber ich denke, Ephesus nach Israel ist Ephesus ein von diesen Orten, wo man so viel Gedächtnis, so viel Beweise von dieser biblischen Welt noch finden kann heute. Ja, die sind alle so Bilder. Das ist eine Straße von Ephesus damals. Viele Touristen. Und hier ist ein sehr wichtiges Bild, weil dieses antikes Theater in Apostelgeschichte 19, wo die wie sagt man, die Kundler oder so geklagt haben gegen Paulus und sein Evangelium. Und die wurden in diese Amphitheater, die sind da reingekommen und hat so 2 Stunden lang gestritten gegen Paulus. Das ist auch ein Vortragssaal, die Tyrannus, wo Paulus 2 Jahre lang, als er aus der Synagoge rausgeschmissen wurde, hat er die Jünger zu diesem Vortragssaal gebracht und die sind da 2 Jahre lang geblieben und hat viel gelehrt. Und von Geografie her sehen wir einfach, dass die 7 Gemeinden waren alle in der gleichen Gegend. Ephesus, Smyrna, Sardis, Thyatira, Pergamon, Laodicea, Philadelphia. Die sind die 7 Gemeinden in Apostelgeschichte, Kapitel 2 und 3. Die sind alle in der gleichen Gegend in die heutige Türkei. Und wir haben schon ein bisschen von diesem Hintergrund gesehen. Ephesus befand sich an der westlichen, der römischen Provinz Asien, heute Türkei. Es war ein wichtiger kommerzieller Hafen oder Handelsstadt. Und da gab es diese große Theater, Antiktheater. Da haben sie auch viele Götter angebeten damals. Diana, das ist so die lateinische Sprache, hat man sie Diana genannt. Und das war eine von den 7 Weltwunder der Zeit. Und ja, viel Hintergrund, als er aus dem Synagoge rausgeschmissen wurde, wandte sich Paulus an die Heiden und hat jetzt gepredigt zu den Heiden. Und
Das ist so viel Hintergrund, haben wir viel schon davon. Warum wurde der Epheserbrief geschrieben? Kapitel 1 bis 3. Er wollte die Gläubigen über ihre besondere Stellung, des Gesegnetsein in Christus informieren. Und darum geht es, unsere Identität in Christus, wenn wir viel davon sehen. Er wollte auch sie ermutigen, in Einheit in Christus zu bleiben. Kapitel 4 werden wir bald sehen. Er wollte auch die Gläubigen an die Liebe Christi erinnern. Sehr wichtig. Sogar später hat er in der Offenbarung Kapitel 2 das gemacht. Und dann wollte die Gläubigen ermutigen, sich standhaft für Christus einzusetzen. Kapitel 6. Sie sind so die verschiedenen Gründe. Er wollte auch die göttlichen Absichten des Geheimnisses in Christus darlegen, das Christus selbst einschließt. Sehen wir Kapitel 1, 9 bis 10 und auch in Kapitel 3 spricht er immer wieder davon, dieses Geheimnis, diese Einsicht in das Geheimnis Christi zu erkennen. Gott hat ihm diese Gelegenheit gegeben und er wollte das verkündigen, verbreiten und weitergeben. Wie gesagt, es war wirklich ein Handelszentrum Ephesus und die Stadt sah die Stadt ein bisschen aus, damals eine sehr wichtige Stadt. Und ich denke, dass dieser Hintergrund, was ich hier lerne, ist, Paulus war immer unterwegs, aber zweimal ist er länger geblieben. In Korinther ist er 18 Monate lang geblieben, aber am längsten ist er 3 Jahre lang in Ephesus geblieben. Warum? Ich glaube wirklich, dass er hat gesehen, wie strategisch, sagt man auf Deutsch vielleicht, diese Stadt war, wie wichtig diese Stadt war politisch. Es war Hauptstadt von dieser Provinz von Asien, Handelszentrum, religiöses Zentrum von vielen Göttern, Diana zum Beispiel, was weiß ich. Es war so eine wichtige Stadt und es gab Leute von überall in diese gleiche Gegend, die dahin kamen und er hat gefunden, dass wenn er da bleibt und da arbeitet, wird es dazu, wie sagt man, contribute, wird es wirklich mit der Verbreitung vom Evangelium dienen in diesem ganzen Gebiet. Zum Beispiel Kolosser, die Gemeinde in Kolosser Gemeinde wurde wahrscheinlich von Epaphras gegründet, aber Epaphras war ein von die Jünger oder Mitarbeiter Paulus und er wurde wahrscheinlich in Ephesus bekehrt, zu Glauben gekommen und dann hingeschickt, um die Gemeinde da in Kolosser anzufangen. Und aus Ephesus konnte er viel Einfluss in diese ganze Gegend haben. Korinth war auch etwas Ähnliches. Damals, als wir da in Korinth waren, vor 7 Jahren, habe ich das gesehen, dass in Korinth gab es diese Olympiaspiel. Es gab Touristen, Leute von überall. Und da als Zeltmacher hatte er eine Gelegenheit für sein Geschäft, aber besonders hat er gesehen, dass das eine Gelegenheit war, um viele Leute von überall Leute zu helfen, damit sie Christen werden und dadurch können sie wieder hingehen, überall, woher sie kommen, um das Evangelium zu verbreiten. Ich bin in Berlin Christ geworden. Berlin ist so ein Zentrum. Berlin ist eine Weltstadt. Aber sieh mal, ich bin in Afrika seit 26 Jahren oder so, was weiß ich, seit 94 und habe in Elfenbeinküste gedient, in Kamerun gedient. Jetzt bin ich in Nigeria und diene überall in Afrika durch eure Unterstützung immer noch die Auswirkung von eurer Arbeit in Berlin. Berlin ist so eine Stadt wie Ephesus. Eine Stadt, die so viel Einfluss haben kann. Es hat schon sehr viel Einfluss, Technologie her, TU, die ganze IT und so weiter. Ich weiß, dass Berlin so wie man spricht von Englisch, ein Hub, ein Zentrum ist für Technologie, für Kultur,
Aber sowas will Gott auch benutzen. Das hat Paulus verstanden und das hat er benutzt. Deswegen ist es auch wichtig, dass man Hintergrund studiert, weil durch Hintergrund kann man sowas lernen. Das war, so sah dieser Tempel von Diana damals. Es ist nur ein von dieser Siegel, sagt man, Siegel oder so, Säule, glaube ich, Säule geblieben. Ich habe von meinem Video ich wollte Hamburg Hafen sagen, aber ich habe Waffe gesagt. Ich hoffe, dass das eine Säule ist. Mein ganzes Deutsch, ich bin dabei, alles mich wieder zu erinnern, ist eine deutsche Übung für mich hier. Ich weiß, dass viele jetzt lachen, aber kein Problem. So ist es, wenn man eine Fremdsprache lernt und ich muss wieder mein Deutsch wieder üben und danke für die Gelegenheit. Wir haben diesen zweiten Teil gesehen, diese ganze erste 3 Kapitel, wo es Hauptthemen wie unsere Vererbung oder Identität in Christus, die ersten 14 Versen von Kapitel 1 und dann unsere Mission zusammen. Ich muss meine Brille hier benutzen, ich werde alt. Mission zur Zusammenführung der Nationen ist ein großes Thema in diesem Brief. Eine durch Christus geeinte Gemeinschaft, so Einigkeit, Einheit und dann alles wird von Liebe, Gottes Liebe motiviert. Das haben wir in unserem zweiten Video gesehen, die Segnungen oder ich habe Schatz oder Schätze, die Gnade, so habe ich so genannt, wie wir vor der Schöpfung gewählt wurde von Gott, adoptiert Kinder, wie unser Sohn. Er hat alle Rechte, total wie ein normales Kind oder ein Kind, der biologisch geboren ist. Wir haben vergessen, dass wir ihn adoptiert haben. Er ist so ein Schatz. Erlösung haben wir gesehen, Vergebung der Sünde, die Enthüllung des Geheimnisses, Erben Christi und wir sind versiegelt durch den Geist. Das haben wir durch dieses Video gesehen und die sind die verschiedenen Schriftstellen, die diese verschiedenen Segnungen in Christus zeigen. Und diese Segnungen in Christus zeigt einfach, dass wir eine neue Identität haben. Wir sind jetzt ein Teil Gottes Familie und da gibt es diese Erbe. Wir haben diese Erbteil erlangt in Christus. Wir sind versiegelt worden, wie gelesen. Und Kapitel 2 ist sehr wichtig, weil das spricht besonders zu den Christen, die Heiden waren und jetzt Christen geworden sind. Damals waren sie ein Teil Gottes Volk, aber jetzt hat Gott die beiden Gruppen, Juden, Heiden, zu einem einzigen gemacht und er hat diese Barriere zerstört. Er hat aus den beiden eine neue Menschheit geschafft oder erschuf aus den beiden. Und die sind nicht mehr Fremde, die sind jetzt Mitglieder des Haus Gottes. Das ist so ein großes Thema. Und für Paulus fand er das einfach unglaublich. Und es ist unglaublich zu wissen, dass Paulus ein Pharisäer war, so ein Jude war. Und jetzt hat er die Ausgabe gehabt, einfach dieses Geheimnis zu enthüllen, dass die zwei jetzt eins in Christus geworden sind, eine neue Identität als Volk Gottes. Und dieses Geheimnis, die Nationen wurden mit Israel vereint, um ein Volk zu schaffen. Diese Versammlung der Nationen ist eine Demonstration von Gottes Weisheit für die Welt. Spricht er davon, Kapitel 3, die sind die verschiedenen Schriftstellen, habe ich schon. Und dann ein paar Jahre später musste er diese Gemeinde, hatte diesen Brief geschrieben, 7 Gemeinden, und der erste Brief war zu der Gemeinde in Epheser, wo er gesagt habe, ihr seid toll, aber, Vers 4, wider dich, ich habe etwas wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das war sehr wichtig, diese Liebe, von der er besonders in Kapitel 3 gesprochen hat. Ich denke, es ging um ihre Liebe füreinander, Liebe für verschiedene Kulturen, Nationen.
Es ist klar in den ersten Versen, dass sie Gott immer geliebt haben, aber es ist möglich, dass diese erste Liebe vielmehr darum geht, Gottes Liebe weiterzugeben miteinander, untereinander, in ihre Beziehungen. Das ist eine Möglichkeit. Und man kann sagen, ist es wirklich möglich, dass Leute von allen möglichen Kulturen so zusammenleben, mögliche Nationen. Hier bin ich in Afrika mit meiner Hautfarbe und andere sind verschiedene. Ist es möglich, dass Leute aus verschiedenen Kulturen so einig sind? Wir haben schon bewiesen, dass es möglich ist. Und da hat er gesagt, dass Gott das hinaus zu tun vermag über die Maßen mehr, als was wir bieten oder denken, nach der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde oder Versammlung in Christus Jesus auf alle Geschlechter des Zeitalters, der Zeitalter hin. Amen. Das war so die Konklusion von dieser zweiten Teil. Und ehrlich gesagt, ich werde ehrlich hier sein, ich werde schon eine Ahnung geben, als Gemeinde, auf Englisch sagt man International Churches of Christ, weltweit. Ich denke, wir haben so eine unglaubliche Stärke durch die Jahre gehabt. Und diese Stärke geht um die Praxis. Zum Beispiel in Johannes Kapitel 8 hat Jesus gelehrt und die Juden haben an ihm geglaubt. Und da hat er gesagt, toll, ihr habt geglaubt, das ist toll. Aber wenn ihr das Wort in der Praxis umsetzt, dann werdet ihr meine Jünger, wirklich meine Jünger sein. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir haben tiefe Überzeugung darüber, dass es nicht nur um Glauben geht, aber es ist wichtig, dass wir das Wort in der Praxis umsetzen. Das haben wir, also für mich ist dieser Teil nicht eine große Herausforderung für uns. Für mich, ich finde, dass die ersten 3 Kapitel von Epheser eine größere Herausforderung für uns ist, weil in unserer Natur oder in unserer Kultur als Gemeinde weltweit haben wir eine Tendenz gehabt, die Theologie zu vermeiden, um schnell über diese Praxis, Dinge in der Praxis umzusetzen, zu sprechen, weil wir das so wichtig finden und es ist immer noch wichtig. Aber Paulus hat immer diese Struktur in seinen Briefen, wo er immer anfängt mit die Schätzen der Glauben. Wie er fängt an in Römerbrief, er spricht von Gnade. Und dann später in Kapitel 12 fängt er an, von der Praxis zu sprechen. So hat er auch mit dem Epheserbrief gemacht, weil diese Praxis einfach eine Konsequenz von die Theologie oder was wir in Christus geworden sind, unsere neue Identität in Christus. Wenn wir unsere Identität verstehen, dann ist es viel einfacher, das Wort Gottes in Praxis umzusetzen. Ich will schnell etwas hier auch lesen, wenn das möglich ist, in 5. Mose, das habe ich vor 2 Tagen von einem meiner Mentors oder ein Lehrer in der Gemeinde, Steve Kennard. Er hat etwas auf Internet, Facebook so geschickt und ich habe es zugehört und ich war sehr berührt. Es ging um 1. Mose Kapitel 6, Vers 5 und also derjenige, der gelesen hat, hat es auf hebräische Sprache gelesen und da spricht er, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Und in der hebräischen Version, also Alte Testament wurde auf Hebräisch geschrieben, Neue Testament auf Griechisch geschrieben. Im Hebräisch, das letzte Wort, mit all deiner Kraft, auf Englisch sagt man, with all your might. Aber er hat versucht, so das Wort auf Hebräisch
zu übersetzen. Und er hat sogar ein neues Wort sozusagen, wie sagt man, es existiert nicht, dieses Wort, aber er hat von Veriness, with all your Veriness. Das heißt, mit deinem ganzen Wesen, okay? Gott lieb haben, nicht nur von ganzem Herzen, ganze Seele, aber mit deinem ganzen Wesen. Wenn unser ganzes Wesen von innen gewandelt oder transformiert ist, dann ist es viel einfacher umzusetzen, in der Praxis umzusetzen. Deswegen hat Paulus so viel Zeit verbracht in die ersten 3 Kapitel, wo ich überhaupt kein Gebot bis jetzt gefunden habe, Kapitel 1, 2, 3, weil wenn wir Gott mit unserem ganzen Wesen lieben, wenn wir unsere neue Identität in Christus verstanden haben, dann ist die Praxis einfach eine Konsequenz davon. Deswegen sagt er ab Kapitel 4, ich ermahne euch nun. Also das ist jetzt eine Folge von den ersten 3 Kapiteln. Ich ermahne euch nun, oder deswegen, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und was ist dieser neue Wandel? Mit aller Demut, Sanftmut, Langmut, einander ertragen in Liebe. Die sind alle so Konsequenzen. Wenn man versucht, demütig zu sein, sanftmütig zu sein, diese Langmut oder Geduld zu üben, ohne erstmal diese Identität in Christus zu verstehen, wird man so viel Kraft ausüben, aber es wird nicht lange dauern. Aber es gibt eine unglaubliche Kraft, wenn wir erstmal unsere neue Identität verstehen, erkennen. Deswegen hat er viel gebeten, dass Gott ihnen die Augen aufmacht, damit sie das verstehen. Er hat in Kapitel 1 gebeten, er hat in Kapitel 3 wieder gebeten, weil alles hängt davon ab. Deswegen ist dieser zweite Teil eine Folge davon. Okay? Es spricht auch von der Einheit des Geistes zu bewahren, in dem Bund des Friedens. Da es ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in eine Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott, Vater, alle, der über allen und durch alle und in uns allen. Es ist einfach eine Konsequenz oder eine Folge davon. Ich hoffe, dass ich das richtige Wort benutzt habe davon. Folge, Konsequenz. Dies nun, Kapitel 4, immer noch Vers 17, sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr fortan nicht wandelt, wie auch die Nationen oder die Heiden wandeln, in Eitelkeit ihres Sinnes, verfinstert am Verstand. Es geht um Verstand erstmal. Wenn wir diesen richtigen Verstand haben, wird es in unserem Leben zeigen. Aber die Heiden sind immer noch in diesem Leben, weil ihr Verstand verfinstert ist. Okay? Die Eitelkeit ihres Sinnes entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit. Okay? My people perish for lack of knowledge. Mein Volk geht in die, wie sagt man, wegen Unwissenheit. Okay? Die in ihnen ist. Das ist Hosea Kapitel 4, Vers 6. Okay? Und das alles wegen der Verhärtung ihres Herzens, die da sie alle Empfindung verloren, sich selbst der Ausschweifung hingegeben haben, um alle Unreinheit mit Gier auszuüben. Unglaublich. Ihr aber, wegen dieser neuen Identität in Christus, ihr aber habt den Christus nicht so gelernt. Wenn ihr wirklich in ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in dem Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt den alten Menschen. Es gibt eine Änderung von Identität. Alten Menschen, jetzt sind sie neu geworden, der nach den betrügerischen Begierden verdorben wird, aber erneut werdet in dem Geist eurer Gesinnung. Es fängt mit Gesinnung an und angezogen habt
den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Paulus hat Gottes Zweck Gottes Zweck für die Menschheit so gut verstanden. Und dieser ganze Brief versucht er, es war ein allgemeiner Brief, nicht nur für die Epheser, aber für diese ganze Gruppe von Gemeinde in Asien damals geschrieben. Er wollte durch diesen Brief Gottes großen Zweck für die Menschheit kommunizieren. Und ein von diesen großen Zwecken am Anfang mit der Schöpfung, dass wir nach Gott geschaffen sind. Okay? Und davon spricht er hier. Und durch Jesus kann was Adam und Eva sie haben keinen Erfolg damit gehabt, mit der Sünde und so weiter. Gott hat den Römer spricht von diesem zweiten Adam geschickt, damit wir diese Gelegenheit haben, neu zu werden. Dass wir erneut sind im Geist und angezogen haben, unsere neuen Menschen, wie Gott es am Anfang geplant hatte. Davon spricht er. Kapitel 5, seit nun, sehen wir, es ist immer noch eine Folge von den ersten 3 Kapiteln. Seit nun, seit deswegen, Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder und wandelt in Liebe. Gott ist Liebe, wie auch der Christus uns geliebt. Und wir wissen, wie Jesus geliebt hat. Mit ganz Opfer. 1. Johannes, ich denke Kapitel 4, er sagt, er hat uns zuerst geliebt. Er war der Erste. Er hat die Initiative ergriffen, uns Liebe zu zeigen. Und so eine Liebe sollen wir füreinander haben, dass wir die Initiative greifen, dass wir nicht warten, von anderen Liebe zu bekommen. Dass wir manchmal sagen wir, oh, ich war krank, niemand ist zu mir gekommen, niemand hat mich angerufen, niemand hat mich im Krankenhaus oder bei mir in der Wohnung besucht. Okay, das ist schade, dass es so passiert ist, aber weißt du was? Wenn du wieder gesund bist, sei nicht da, dass du keinen Besuch bekommen hast. Durch deine Erfahrung kannst du jetzt, wenn andere krank sind, kannst du Liebe zeigen. Das ist Initiative. So hat Jesus geliebt. Er hat nicht gewartet, erstmal, bevor er liebt. Er hat die Initiative ergriffen, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringen und Schlagopfer Gott zu einem dürftenden Wohlgeruch. Genau. Und dann geht er weiter, Hurerei, aber und Unreinheit, was weiß ich, das soll nicht der Fall sein, die sich nicht beziehen, sondern vielmehr Danksagung. Wenn wir unsere Identität in Jesus verstehen und wenn wir dankbar sind für unsere neue Vererbung, diese ganze Reichtum als Kind Gottes, dann haben wir ein Leben voller Dankbarkeit, voll Danksagung. So soll es sein. Gebt nun Acht, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, die gelegene Zeit auskaufen, das ist Luther-Übersetzung auch, die Zeit auskaufen, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. Und berauscht euch nicht mit Wein, Sumpfen und so, in der Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. So in dem praktischen Sinn soll es aussehen, wenn wir unsere neue Identität in Christus verstanden haben, dann sind wir mit Gottes Geist erfüllt. Reden zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singen und spielen dem Herrn in euren Herzen, Dank sagen alle Zeit für alles, dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus, einander untergeordnet in der Furcht Christi. Und er wird dieses Prinzip jetzt benutzen, um von verschiedenen Beziehungen zu sprechen. Aber hier, wenn er von einander untergeordnet in der Furcht Christi, das heißt gegenseitig einander zu unterordnen, und dann wird er das benutzen
Ihr Frauen ordnet euch eure eigenen Männer unter als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Das ist immer noch die Folge davon. Und er wird dieses Beispiel von Ehe benutzen, Vers 32. Dieses Geheimnis ist groß von der Ehe, wie die zwei ihre Eltern verlassen haben und eins geworden sind. Ich sage es aber in Bezug auf Christus und auf die Gemeinde. Okay, es spricht immer noch von diesem Geheimnis, wie Gott die zwei Völker zu eins mitgebracht hat. Zwei verschiedene Identitäten oder Kulturen oder was weiß ich, aber die beiden sind eins geworden. Und das ist ein Geheimnis in Bezug auf Christus und auf die Gemeinde. So macht er weiter, die praktische Folge. In Kapitel 6 wird er jetzt von der Beziehung zwischen Eltern und Kindern sprechen, in den ersten 6 Versen. Und dann wird er auch die Beziehung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmer, wird er auch das ansprechen, immer noch, geht er weiter. Und dann am Ende spricht er von einer Familie im Krieg. Es geht um Gottes Familie. Und es ist interessant, weil durch diesen Brief in Offenbarung Kapitel 2 hat er nochmal zu dieser gleichen Gemeinde geschrieben, um zu sagen, dass sie ihre erste Liebe verlassen haben. Aber die Offenbarung geht es um diesen Krieg dieser geistliche Krieg zwischen Gott und Satan. Und man könnte diese ganze Botschaft von Offenbarung, man könnte es als Gott wollte kommunizieren, dass dieser Krieg schon gewonnen ist. Ich habe schon erfahren, dass die Bundesliga angefangen hat und die Zuschauer, stell dir vor, Bayern Munich, sie haben ein Spiel und sie haben gewonnen 5-0. Und du bist ein Fan von Bayern Munich oder Borussia Dortmund oder Köln oder was weiß ich. Und dann, du konntest dieses Spiel nicht direkt angucken am Fernsehen, aber abends hat man nochmal dieses Spiel auf dem Fernsehen, die Sendung hat man gezeigt. Und dann, aber du weißt schon, dass deine Mannschaft gewonnen hat. Und wenn man so ein Wissen hat, obwohl die andere Mannschaft wegen des Spiels versucht hat, ein Tor zu schießen und was weiß ich, aber da du das Ergebnis schon kennst, wirst du ruhig sein. Und so war dieser Brief von der Offenbarung. Gott wollte zu diesen Christen, die unter Verfolgung waren, Gott wollte kommunizieren, yes, es gibt einen großen Krieg, geistlichen Krieg, aber ich habe schon gewonnen. Eure Mannschaft hat gewonnen, also sei mutig, gebt nicht auf und so weiter. Und in Kapitel 6 spricht er von dieser geistlichen dieser geistliche Krieg. Aber was ermutigend ist für uns, ist zu wissen, dass als Christ, wir sind in ein Spiel oder in einem Krieg eigentlich, das schon gewonnen ist von Jesus, von Christus. Und es geht einfach darum, dass unsere Wandel auf Erde immer noch zeigt, dass wir in Gottes Mannschaft sind, dass wir immer noch ein Teil von Gottes Mannschaft sind und nicht von der Mannschaft von die sagt man, Gegner, die Opposer, Gegner. Darum geht es. Das heißt, Kapitel 4, 5, 6 sind immer noch die Folgen, okay, von unserem persönlichen Wandel zu unserer Beziehung miteinander, in die Ehe, Eltern, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Es hat einen Einfluss auf alle möglichen Bereiche des Lebens, aber das alles ist eine Konsequenz. Es fließt aus dem Sein. Okay? Also praktisch, wie ich gesagt habe am Anfang, es ist wichtig, dass man Kontext versteht. Paulus hat wahrscheinlich die Entscheidung getroffen, in Epheser 3 Jahre lang zu bleiben, weil er gesehen hat, dass diese Stadt einen großen Einfluss in diese ganze Gegend
haben werde. Und es hat diesen Einfluss gehabt. Und wir haben von Berlin gesprochen. Lagos ist genauso, Abidjan, Johannesburg, Paris. Die sind große Städte, wo Gott einen Plan hat, einen großen Einfluss auf die Welt zu haben durch die Gemeinde. Und wir haben gesehen, dass die ersten 3 Kapitel von Epheser geht es um unsere Identität in Christus. Es ist wichtig, erstmal zu sein, dass wir bemerken, wie das Beispiel von 1. Mose, Gott mit ganzem Wesen zu leben. Es geht erstmal um unser Wesen. Und Paulus fängt mit unserem Wesen an. Wir sind jetzt neu geworden, neue Menschheit, neue Leute geworden, neue Identität. Und deswegen das Tun, Kapitel 4, 5 und 6, fließt aus dem Sein heraus. Und zu Gott sei die Ehre. Vielen Dank.